Eignet sich die amerikanische LLC dafür, um Einnahmen aus YouTube zu vereinnahmen, also AdSense oder ähnlichen Quellen? Was hat es mit amerikanischer Quellensteuer auf sich und was ist eigentlich das W8 oder W8-Ben-Formular? Mit diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du daran interessiert bist, eine LLC zu gründen, weil du auswanderst, weil du als digitaler Nomade unterwegs sein willst, dann lade ich dich heute gerne ein zu unserer LLC Braveheart Masterclass. Diese veranstalten wir regelmäßig in Edinburgh. Warum das so ist, dass es mit Braveheart zu tun hat, warum also die LLC für uns so ein Symbol des Rufes nach Freiheit ist, all diese Informationen findest du auf unserer Webseite. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Das ist ein sehr detaillierter 1,5-tägiger Workshop. Dort werde ich das Wissen vermitteln, was du zur LLC brauchst, wenn du damit im Ausland tätig sein willst. Also Dinge wie Kontoeröffnung, welcher Bundesstaat ist der richtige, was muss man machen in puncto Buchhaltung, was muss man einreichen in puncto Steuererklärung, was ist zu beachten in Deutschland, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, was darf ich nicht, wie gestalte ich die LLC möglichst steueroptimiert. Das werden wir dort alles behandeln. Ich werde dann dort vor deinen Augen, du kannst dir sozusagen über die Schultern schauen, eine LLC gründen, Steuernummer beantragen und 3 Bankkonten für diese LLC eröffnen. All das werden wir dort machen und dann auch noch darüber sprechen, inwieweit man die LLC dazu nutzen kann, in die USA auszuwandern. Also 1,5 Tage findet regelmäßig in Edinburgh statt und das Allerbeste, alle Teilnehmer bekommen von uns ein US-LLC-Paket geschenkt, wie du es auf unserer Webseite nullsteuer.llc findest, wert 2.500 US-Dollar. Also, wenn dich das Thema LLC interessiert und du dich damit intensiv auseinandersetzen willst, für dich sicherlich der ideale Event und Whisky-Tasting werden wir auch noch machen. So, nun aber zurück zum Thema. Wenn jemand auswandert und hier einen YouTube-Kanal betreibt oder andere AdSense-Einkünfte hat, oder auch andere ähnliche Einkünfte aus amerikanischen Quellen, vielleicht durch Monetizing über amerikanische Ad-Networks, dann fragt man sich natürlich, wie kann ich das möglichst effizient, elegant dann hinterher gestalten? Und ganz klar, die US-LLC steht hier ganz oben auf der Liste an möglichen Gestaltungen. Dann fängt aber auch schon die Konfusion an. Dann hört man hier irgendwas von möglicher amerikanischer Quellensteuer, 15%, 30%, möglicherweise Doppelsteuerungsabkommen, möglicherweise hängt es vom Wohnsitz ab. Möglicherweise wird dann auch noch über das Formular W8-Ben gesprochen. Also die Konfusion ist groß. Es gibt viele falsche Informationen dazu im Internet. Und all diese Themen wollen wir in diesem Video einmal hier aufklären. Also zunächst mal ganz wichtig, von was spreche ich? Ich spreche von der amerikanischen Disregarded Entity LLC, also eine amerikanische LLC mit nur einem Gesellschafter. Dieser Gesellschafter ist nicht amerikanischer Steuerzahler. Es kann eine natürliche Person sein oder eine juristische Person. Diese LLC hat keine Betriebsstätte in den USA und ist auch nicht an solchen Betriebsstätten beteiligt. In diesem Fall zahlt diese LLC in den USA keine Steuern. Sie ist eine sogenannte Disregarded Entity. Es gibt auch keine wirklichen Pflichten, Buchhaltung zu führen oder eine Steuererklärung einzureichen. Dazu ist die LLC natürlich auch noch ziemlich anonym. Da wird nichts veröffentlicht im Sinne von Jahresabschlüssen, Bilanzen oder sowas im Internet. Auch der Name kann im richtigen Bundesstaat hier komplett verschleiert werden. Also ein sehr elegantes Paket. Zusätzlich gibt es natürlich hier viele interessante Banking-Optionen für die LLC. Im Großen und Ganzen also meiner Meinung nach die beste Rechtsform, wenn man hier die richtigen Bedingungen natürlich erfüllt. Denn die sind auch bei der LLC gegeben. Wir haben ja schon hier vielfach darüber gesprochen. Erweiterte beschränkte Steuerpflicht, betriebsstättenlose Einkünfte und so weiter und so fort. Da will ich in diesem Video jetzt nicht groß drauf eingehen, weil sonst wird es einfach zu komplex. Also ich rede natürlich genau von einer solchen LLC, die also in den USA keine Steuern bezahlen muss. Wenn du jetzt zum Beispiel Amerikaner bist oder du lebst in den USA, dann trifft, was ich hier sage, im Grunde genommen nicht für dich zu. Man sollte zusätzlich sagen, dass im Grunde das, was ich hier sage, auch für andere ausländische Gesellschaften gilt. Also was weiß ich, eine britische Limited, eine maltesische Limited, eine zypriotische Limited, die müssen im Grunde genommen hier die gleichen Informationen beibringen und sich dem gleichen Prozedere unterziehen. Ich mache es aber speziell hier
nun für die amerikanische LLC, diese sogenannte Disregarded Entity LLC. Mal angenommen, du hast jetzt eine solche LLC gegründet und dann hast du einen YouTube-Kanal, den du jetzt monetarisieren kannst und dann möchtest du dort letztlich im Backend in YouTube hier deine LLC hinterlegen als diejenige, die hier letztlich die Einnahmen aus AdSense, aus YouTube hier bekommen soll. Dann wirst du auf einmal konfrontiert mit einer Tax Declaration, die Google hier von dir verlangt und Google sagt, wenn du uns diese Informationen nicht zur Verfügung stellst innerhalb von nützlicher Frist, dann ziehen wir dir 30% Quellensteuer ab. Und da sagst du natürlich erstmal, was hat es nun damit auf sich? 30% Quellensteuer, für was eigentlich? Ich meine, ich erbringe hier Dienstleistungen. Wie kann es sein, dass da 30% Quellensteuer abgezogen werden? Hat man ja noch nie gehört. Wenn du jetzt hier in Deutschland zum Beispiel einen ausländischen Dienstleister bezahlt, werden ja auch keine Quellensteuern abgezogen. Warum droht also Google hier überhaupt mit Quellensteuerabzug, LLC hin oder her? Nun, in den USA ist es so, dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Unternehmen in den USA feststellen müssen, ob hier eine Quellensteuer abgezogen werden muss, wenn man einen ausländischen Zahlungsempfänger bezahlt, ganz egal, ob das ein Mitarbeiter ist, ob das ein Dienstleister ist, etc. Dann ist Google also verpflichtet zu klären, ob man hier Quellensteuer einbehalten muss bei den Zahlungen an diese Person. Egal, ob es Dividende ist, ob es Lizenzeinnahmen sind, ob es Einnahmen aus Dienstleistungen sind, etc. Und dazu ist genau das Formular W8 gut, manchmal auch W9. Da gibt es eben auch wieder einige Varianten und deswegen auch ziemlich viel Konfusion. Wenn du dieses Formular nicht einreichst, dann ist Google auf jeden Fall verpflichtet, dir 30% bei den AdSense-Einnahmen abzuziehen. Dann könntest du eine Steuererklärung in den USA einreichen und dir wiederholen, aber das willst du natürlich auf keinen Fall. Das heißt also, es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass du dieses W8-Formular ausfüllst. Von diesem W8-Formular bzw. W9-Formular gibt es verschiedene Variationen. Für eine Single-Member Disregarded Entity LLC muss man das W8-BEN-Formular verwenden. Dieses werde ich dir jetzt mal zeigen. Also übrigens, das muss man natürlich sagen, Google hat hier letztlich einen Assistenten. Da füllst du im Grunde genommen nicht dieses Formular direkt aus, sondern da werden dir einige Fragen hier von Google gestellt. Aber im Hintergrund wird dann letztlich dieses Formular ausgefüllt. Manchmal musst du direkt dieses Formular hier liefern. Das hängt also hier von dem Unternehmen ab, von dem du bezahlt werden sollst. Was ist das? Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting in Klammern Individuals. Also hierbei handelt es sich jetzt um das Formular, um zu klären, ob die natürliche Person, die hier von Google bezahlt wird, in den USA steuerlich veranlagt werden soll oder ob dort Quellensteuer abgezogen werden soll. Jetzt wunderst du dich vielleicht und fragst dich, naja, warum denn hier Individual? Ich habe doch die LLC, das ist doch eine Firma. Korrekt, es ist eine Firma, aber du erinnerst dich, was wir gesagt haben. Wir besprechen hier das Beispiel jetzt der sogenannten Disregarded Entity LLC und zwar mit einer natürlichen Person als Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist bekanntlich steuertransparent. Das heißt, das muss im Grunde genommen für den Begünstigten, der dahinter steht, also für den Gesellschafter geklärt werden, ob Quellensteuer einbehalten werden soll oder nicht. Daher dieses Formular W8. Ben, jetzt wirst du dich vielleicht wundern, warum auf diesem Formular hier nirgendwo der Name der LLC auftaucht. Und der Grund dafür ist genau der, den ich dir gerade eben schon genannt habe. Die LLC ist eine Disregarded Entity, das heißt, sie ist steuerlich gesehen nicht relevant, sie ist steuerlich gesehen nicht existent. Es geht hier alleine um dich persönlich. Das heißt, hier unter dem Feld 1 gibst du deine persönlichen Angaben an, nicht die der LLC, dein Name, deine Staatsbürgerschaft und eben dann hier auch deine Wohnadresse, wo du lebst, hier deine ausländische Steuernummer. Wenn du eine amerikanische Steuernummer hast, dann gibst du die hier an, aber bitte natürlich nicht die Steuernummer der LLC, sondern deine eigenen Daten. Dieses Formular wird dann übrigens nicht bei der Steuerbehörde eingereicht durch Google, sondern Google behält dieses Formular einfach schlicht und ergreifend bei seinen Akten. Wenn du dieses Formular hier ausgefüllt hast, beziehungsweise die Fragen beantwortet hast, die Google hier entsprechend an dich gestellt hat, um dieses Formular dann für dich auszufüllen, dann wird dir keine Quellensteuer mehr abgezogen
und du bekommst hier tatsächlich 100% deiner AdSense-Einkünfte ausbezahlt, deine YouTube-Einkünfte. Du musst ja also nicht befürchten, dass hier etwas in den USA einbehalten wird und es spielt keine Rolle, ob sie jetzt dein Content richtet an amerikanische Nutzer oder zum Beispiel an ausländische Nutzer. Wenn du hier Content erstellst für YouTube, das gilt als eine Dienstleistung, da wird keine Quellensteuer abgezogen, wie zum Beispiel bei Lizenzgebühren oder auch bei Dividenden. Ja, das hast du richtig verstanden. Es ist also nicht so, dass jetzt Google hier deinen Content lizenziert und dir dann dafür Geld bezahlt, dann würde nämlich Quellensteuer anfallen, sondern hier bist du letztlich externer Dienstleister, deswegen fallen dir 100% der Einkünfte zu. Google zieht hier natürlich seinen Teil ab im Rahmen des RevShare, du bekommst aber dann deinen Anteil ausbezahlt. Es wird keine Quellensteuer in den USA einbehalten. Es spielt keine Rolle, ob du in einem Abkommensstaat mit den USA lebst oder ob du in Paraguay lebst oder in Dubai wohnst. Das ist hier komplett egal. Du hast natürlich gesehen, du musst ja eine tatsächliche Adresse angeben. Das heißt, wenn du digital Nomade bist, dann musst du eben eine deiner letzten Adressen hier tatsächlich nennen. Auf keinen Fall natürlich die Adresse der LLC nennen, die ist ja in den USA, sondern deine Adresse im Ausland nennen. Das Thema Quellensteuer hatte ich jetzt gerade eben schon kurz angeschnitten. Es wird hier also keine Quellensteuer fällig, weder 15% noch 30%. Wie gesagt, das ganze Thema Doppelsteuerungsabkommen ist hier letztlich nicht relevant. Außer in folgendem Szenario, und das ist nun wirklich eine interessante Sache, aber im Grunde genommen für die meisten nicht relevant. Du kennst vielleicht YouTube Premium. YouTube Premium, das ist ein Abonnement bei YouTube, dann kannst du YouTube werbefrei nutzen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie Content Creator dann bezahlt werden. Es sind ja nur wenige Nutzer letztlich jetzt am gesamten Nutzervolumen hier natürlich YouTube Premium Kunden. Aber wie bekommst du jetzt hier als Creator Geld, wenn keine Werbeeinnahmen fließen? Denn die Werbeeinnahmen sind ja tatsächlich bei YouTube Premium nicht vorhanden, da keine Werbung gezeigt wird. Und hier haben wir jetzt den sehr interessanten Fall, steuertechnisch gesprochen, dass hier tatsächlich Google bzw. YouTube deinen Content lizenziert. Google bezahlt dir also eine Lizenzgebühr. Ja? Du kannst das auf deiner Abrechnung immer wieder mal sehen bei AdSense. Das sind ein paar normalerweise kleine Beträge, die du dort bekommst. Aber das ist jetzt keine externe Dienstleistung, für die dich hier Google bezahlt, sondern du wirst hier tatsächlich Lizenzgebühren von Google bekommen. Und dann sind wir hier beim ganzen Thema Quellensteuer tatsächlich dann angelangt. Hier wird nämlich dann Quellensteuer fällig in den USA, 30% oder 15%. 30% ist der Default-Wert. Wenn du in einem Abkommensstaat lebst, wie zum Beispiel Deutschland, dann werden nur 15% abgezogen. Das heißt, hier sind natürlich dann die Infos aus dem W8BEN-Formular dann relevant. Damit stellt dann nämlich YouTube bzw. Google fest, wo du steuerlich ansässig bist, ob es ein Doppelsteuerungsabkommen gibt und zieht dir dann letztlich bei den YouTube Premium-Einnahmen 30% oder 15% Quellensteuer ab. Da es sich aber meistens sowieso nur um sehr kleine Beträge handelt, ist das Ganze hier für die meisten Creator nicht wirklich relevant. Also jetzt, was ist unsere Schlussfolgerung? Man kann nun tatsächlich, glaube ich, sagen, dass sich die US-LLC, die Disregarded Entity, die keine Steuern in den USA bezahlt, sehr gut dafür eignet, hier um YouTube-Einnahmen zu vereinnahmen. Aber man muss natürlich darauf achten, dass hier das W8-Formular bei Google korrekt eingereicht wird. Wie gesagt, da gibt es immer wieder Konfusion. Nicht nur bei Google natürlich, sondern vielfach wird man auch eben von anderen Kunden in den USA aufgefordert, dieses Formular einzureichen. Und da gibt es dann nicht so einen hilfreichen Fragebogen wie bei Google, sondern die schicken dir einfach das PDF zu, was ich dir gerade eben gezeigt habe, und machen sogar häufig noch falsche Angaben, sagen dir, dass du das W9-Formular einreichen sollst. Das W9-Formular ist aber für jene, die in den USA steuerpflichtig sind. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die Unternehmen müssen für jeden einzelnen Lieferanten etablieren und herausfinden, wo derjenige steuerpflichtig ist. Das heißt, du musst dann selbst im Grunde drauf kommen, dieses W9-Formular kann ich gar nicht nutzen, ich muss W8BEN nutzen. Und übrigens, wenn jetzt der Eigentümer deiner amerikanischen LLC eine ausländische Gesellschaft ist, sagen wir mal eine Gesellschaft aus Zypern oder Malta, dann musst du W8BEN-E benutzen, ja, für Entity. Also es ist eben alles ziemlich kompliziert. Übrigens, wir können dir auch dabei helfen, diese W8-Formulare auszufüllen.
Wir haben da eine kleine Dienstleistung. Den Link dafür packe ich mal hier ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein, wenn du das Ganze in Anspruch nehmen möchtest und keine Lust hast, dich selbst mit diesem Formular herumzuschlagen. Aber summa summarum, die LLC ist also gut geeignet. Es gibt natürlich jetzt hier verschiedene Nebenkriegsschauplätze, die wir jetzt nicht groß beachtet haben. Ich hatte vorhin schon angesprochen, die erweiterbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Hier darf es keine betriebsstättenlosen gewerblichen Einkünfte geben für deutsche Staatsbürger für 10 Jahre, nachdem sie Deutschland verlassen haben. Sonst werden diese hier in Deutschland steuerpflichtig. Darunter fallen potenziell die Einnahmen aus einer amerikanischen LLC, betrifft aber wie gesagt nur Deutsche. Dann haben wir das ganze Thema natürlich Steueransässigkeit. Also mal angenommen, du wohnst in Dubai und betreibst jetzt eine solche amerikanische LLC, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dort in Dubai eine Betriebsstätte ausgelöst wird. Das heißt, in den USA wird keine Steuer fällig, aber eben in Dubai wird dann natürlich die 9% Körperschaftssteuer fällig. Wenn du hier mehr als 375.000 Dirham an Gewinn generierst und einen Umsatz von über 3 Millionen Dirham im Jahr generierst, dann bist du auch mit der amerikanischen LLC von der Körperschaftssteuer dort betroffen, musst ja eine Steuererklärung einreichen. Das geht natürlich übertragen für viele andere Länder auch. Das heißt, ob das Ganze jetzt funktioniert, das muss man dann in der Gesamtbetrachtung sehen. Aus amerikanischer Sicht sollte es auf jeden Fall funktionieren und auch eigentlich ziemlich straightforward sein, wenn man mal diese W8-Hürde hier genommen hat. Also bei YouTube kein Quellensteuerabzug, außer bei YouTube Premium. Und dann hängt es bei allen anderen Unternehmen, mit denen du zusammenarbeitest, möglicherweise davon ab, was das für Einnahmen sind. Also du kannst dir merken, wenn du Lizenzeinnahmen bekommst, das heißt, wenn jemand hier deine Arbeit lizenziert, dann muss Quellensteuer einbehalten werden. Wenn es ein großer Anteil deiner Einnahmen ist, dann kann es Sinn machen, in einem Abkommensstaat zu leben. Ansonsten ist es eigentlich egal. Wenn dich das Thema LLC und so weiter interessiert, dann würde ich mich freuen, dich bei unserer nächsten Braveheart LLC Masterclass in Edinburgh oder aber du kannst natürlich auch ein Beratungsgespräch buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen deutschsprachigen Mandanten in die USA auszuwandern, dort Gesellschaften zu gründen und natürlich auch diese dann laufend steuerlich zu betreuen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.